Seid gegrüßt, ihr Helden. In diesem Video klären wir mal, was der Legendary Dungeon ist und wie man ihn am besten Free-to-Play spielt. Und falls euch solche Tutorials gefallen, lasst dem Video gerne mal ein Like da und drückt mal auf den Abo-Button. Wir würden uns freuen. Let's go! Der LD ist ein zeitlich begrenztes Event, was viermal im Jahr seine Tore öffnet. Und um diesen legendären Dungeon zu betreten, muss euer Charakter mindestens auf Stufe 50 sein. Insgesamt müsst ihr 100 Räume durchqueren, in denen ihr Monster besiegt, Gold sammelt und Gegenstände finden könnt. Nach jeweils 25 Räumen wartet dann ein Zwischenboss auf euch, der euch, wenn ihr ihn besiegt, neben einem epischen Gegenstand noch einen von 3 Schicksalsklunkern anbietet. Diese Schicksalsklunker besitzen die Macht, euren weiteren Weg im Dungeon zu verändern. Gleiches gilt auch für Segen und Flüche, die ebenfalls positive oder negative Auswirkungen auf euch haben können. Diese findet ihr immer im Laufe eures Runs in Truhen oder beim Schlüsselmeister. Besiegt man in Raum 100 den Endboss, erhält man einen legendären Gegenstand und diese legendären Gegenstände gelten als die besten Gegenstände in Shakes and Fidget. Man kann diese sogenannten Legis nur innerhalb des Events finden und jedes Gesammelte gibt euch einen Eintrag in eurer Bibliothek der Akribie und die Chance, orangene Edelsteine in eurer Mine zu schürfen. Je mehr legendäre Gegenstände ihr gesammelt habt, desto höher ist auch die Chance für diese orangenen Edelsteine. Und nur zur Erklärung, diese orangenen Edelsteine sind die besten Edelsteine, die ihr in Shakes and Fidget finden könnt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass man Einträge für legendäre Gegenstände nicht über siegreiche Kämpfe gegen andere Spieler sammeln kann. Ihr müsst sie also wirklich im Legendary Dungeon finden. Wenn man im Laufe des Dungeons besiegt wird, dann wird euer Fortschritt gespeichert und ihr müsst erstmal eine Pause machen, denn eure Lebenspunkte regenerieren sich mit der Zeit. Und wenn man keine Lust hat, so lange zu warten, dann kann man diese Lebensenergie natürlich auch mit Pilzen auffrischen. Habt ihr genug Lebensenergie angesammelt, dann könnt ihr wieder den Dungeon betreten und ihr macht da weiter, wo ihr aufgehört habt. Hierbei wäre auch noch wichtig zu sagen, dass alle Segen und Flüche, die ihr dabei hattet, verfallen, wenn ihr besiegt werdet. Und kleiner Sidefact, diese wirken auch nie im Kampf gegen Bosse. Spielt man jetzt alle 100 Räume durch und sammelt seinen legendären Gegenstand, indem man den Boss besiegt hat, dann könnt ihr den Legendary Dungeon immer wieder erneut betreten. Ist das Legendary Dungeon Event vorbei, dann habt ihr noch einen extra Tag, um euren letzten Run zu beenden. Hierbei regeneriert sich natürlich eure Lebensenergie so wie immer und ihr könnt natürlich auch mit Pilzen nachfüllen, wenn ihr Lust habt. So, das waren jetzt erstmal alle allgemeinen Infos zum legendären Dungeon und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was man als Free-to-Play-Spieler auf eurer Reise durch die 100 Räume beachten sollte. Immer wenn das Event startet, dann könnt ihr sogenannte Creator Codes beim Pilzdealer eingeben. Diese geben euch meistens eine kleine Starthilfe in Form von Pilzen oder Lucky Coins. Der zweite Schritt ist, ihr könnt über die Optionen und dann auf Anzeige und dann runterscrollen zu den Events die Animationen ausschalten. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr das wollt, denn ohne Animationen kommt ihr schneller durch den LD. Und ich glaube, wenn man den LD schon mal gespielt hat, ist es für die meisten Spieler angenehmer. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass die Monster im LD immer mit eurer Kampfkraft skalieren. Das heißt, wenn ihr da nackt reingeht, dann skalieren die Monster halt mit euch. Nackt. Und genau deshalb kann man auf eine Sache auf jeden Fall Acht geben. Ihr könnt euch nämlich vorm LD Equipment mit verbesserten Item-Qualitätsrunen besorgen. Diese Rune ist bei 5 Qualitätsstufen gecapped. Das heißt, wenn ihr keine Max-Runen habt, guckt, dass ihr Equipment habt, welches euch auf 5 Qualitätsstufen bringt. Denn dieser Bonus auf die Qualität heißt eigentlich nichts weiter, dass die Gegenstände, die ihr aus dem Legendary Dungeon zieht, also eure legendären Items, besser werden. Ja, stärker werden. Und das ist ja eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, oder nicht? Wie eben schon gesagt, könnt ihr, wenn ihr den Legendary Dungeon betreten habt, zwischen dem Modus Legendary Dungeon und Legendary Dungeon Ultimate wählen. Der Legendary Dungeon Ultimate Modus kostet euch 650 Pilze und deswegen gehen wir als Free-to-Play-Spieler natürlich in den normalen Legendary Dungeon Modus. Wann es genau sinnvoll ist, in den Legendary Ultimate Modus zu gehen, das erfahrt ihr, wenn ihr hier das Video mal im i anschaut. Bevor wir jetzt reingehen, will ich euch nochmal ganz kurz erklären, dass ich euch jetzt keinen genauen Leitfaden an die Hand geben kann. Das liegt einfach daran, dass der Legendary Dungeon für alle immer anders aussieht. Ja, ihr könnt viel Glück haben in Bezug auf eure Schicksalsklunker, wie oft ihr Segen bekommt, oder ihr könnt Pech haben und sehr oft
ins Gras beißen, um das mal so zu sagen. Deshalb würde ich sagen, wir zocken das Ding jetzt an. Ich gebe euch Tipps und ungefähr die Taktik, die man Free-to-Play fahren muss. In den ersten 25 Räumen versuchen wir so viele Monster wie möglich zu besiegen, um so viele Schlüssel wie möglich zu sammeln. Dazu müsst ihr wissen, der Schaden unserer Gegner wird von Zwischenboss zu Zwischenboss, also alle 25 Räume, stärker. Und da der Schaden halt in den ersten 25 Räumen sehr niedrig ist, können wir sehr viele Monster besiegen, weil wir einfach noch sehr viel aushalten. Wir machen das, weil wir ja irgendwann den dritten Zwischenboss besiegt haben werden und dann von Raum 75 bis 100 spielen. Und genau in diesen letzten 25 Räumen ist der Schaden unserer Gegner sehr, sehr, sehr hoch. Und deshalb wollen wir mit unseren ganzen Schlüsseln auf dem Weg so viele Türen wie möglich aufmachen, um den Monstern quasi aus dem Weg zu gehen. Dazu kommt, dass ihr alle 25 Räume im Kampf gegen Monster verschiedene Flüche erleiden könnt. Außer in den ersten 25 Räumen, was ein weiterer Grund für das Schlüsselsammeln ist. In eurem allerersten Legendary Dungeon Run werdet ihr mal auf einen Schlüsselmeister treffen. Dieser gibt euch Segen. Hier habt ihr die Wahl zwischen dem Fluchtassistent und dem One-Hit-Wonder. Ihr wollt immer das One-Hit-Wonder haben, weil ihr so die Monster auf einen Schlag besiegen könnt. Und genau das tut ihr jetzt auch. Ihr kämpft gegen so viele Monster wie möglich, um so viele Schlüssel wie möglich einzusammeln. Versucht am Anfang auch immer Segen zu bekommen, die euch dabei helfen. Geht hierfür in geheimnisvolle, goldene oder Segentüren. Hungrige Türen sollte man auch immer betreten, weil ihr da auf keine Monster treffen werdet. Die beste Segen-Kombo für diese Mission ist das One-Hit-Wonder und das Schlüsselerlebnis, wodurch ihr eine Chance von 70% habt, 2 Schlüssel in einem Monsterkampf zu bekommen. Und ich sag ehrlich, ein Segen von beiden ist auch schon ein super Start. Ihr dürft in den ersten 25 Räumen keine normalen Türen öffnen. Außer ihr habt einen Dietrich. Und wenn ihr aufgrund von zu vielen Kämpfen ins Gras beißt, dann nimmt das hin und wartet, bis ihr wieder 100% Lebensenergie regeneriert habt, um dann erneut reinzugehen. Und steht ihr kurz vor der Niederlage, dann versucht noch in so vielen Räumen, wie es geht, zu flüchten. Sobald ihr den ersten Zwischenboss besiegt und euren epischen Gegenstand entgegengenommen habt, dann dürft ihr einen von 3 Schicksalsklunkern wählen. Eure Wahl wird sehr wichtig für den weiteren Verlauf eures Runs sein. Also wählt weise oder lasst mich euch ein paar Tipps auf den Weg geben. Und kurz vorweg, man kann bei der Auswahl der Klunker Glück oder Pech haben. Und damit ihr wisst, wann ihr Glück habt, stelle ich euch jetzt mal die besten Klunker vor. Auf Platz 1 ist die Seele des Hasen. Dieser Klunker erhöht die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen um 40%, dafür auch den Schaden eurer Gegner um 25%. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die reguläre Fluchtchance im Kampf gegen Monster bei 40% und nach dem Hasen sogar bei 80% liegt, dann ist eigentlich der Nachteil total egal. Auf Platz 2 ist der verfluchte Mondstein. Dieser erhöht die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen um 20%, allerdings verlängert er auch die Dauer eurer Flüche um eine Runde. Hier hättet ihr insgesamt 60% Fluchtchance, was auch sehr, sehr, sehr gut ist. Kombiniert man diese 2 Klunker, dann habt ihr eine 100%ige Chance zu fliehen und das heißt, der Run ist gelaufen und zwar sehr positiv, denn keiner kann euch mehr aufhalten. Auf Platz 3 ist der Schatz des Helden. Dieser verringert den Schaden von Monstern und die Chance, Gegenstände zu finden um 25%. Als Free-to-Play-Spieler nimmt ihr in Kauf, weniger Gegenstände zu finden, weil einfach der Fokus darauf liegt, so viele Runs wie möglich zu schaffen. Nummer 4 ist der Anhänger des Schlüsselmeisters. Hier habt ihr eine 40%ige Chance, nach dem erfolgreichen Fliehen einen Schlüssel zu erhalten, was ihr wunderbar mit der Seele des Hasen oder dem Mondstein kombinieren könnt. Und auch der Nachteil, dass eine Tür immer verschlossen ist, den könnt ihr total einfach mit euren Schlüsseln später ausgleichen. Die Nummer 5 ist der Spionageklunker. Hier habt ihr eine Chance auf unverschlossene Türen, aber gleichzeitig wird auch die Chance, Schlüssel aus Kämpfen zu erhalten, verringert. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Man hat halt insgesamt eine höhere Chance, hinter einer Tür eine Truhe zu erwischen und dann halt einen Segen zu bekommen. Ein kleiner Bonus ist der schmierige Heilstein. Dieser erleichtert euch beim erneuten Betreten den Start und er hat nicht so wirklich einen gravierenden Nachteil. Guckt auf jeden Fall, dass ihr bei eurer Wahl der Klunker niemals die Fluchtchance reduziert. Und generell müsst ihr immer überlegen, welche Klunker
besser zu eurer Situation und zu euren bisher gewählten Klunkern passen. In den Räumen 25 bis 50 könnt ihr das Schlüsselsammeln ein wenig fortsetzen. Das liegt daran, dass die Monster noch nicht so viel Schaden machen und dazu nur den Fluch Goldrauschkater verursachen, was eure Goldbeute ein wenig reduziert. Je nach Klunker könnt ihr aber auch oft fliehen. Wichtig ist, dass ihr weiterhin versucht, Segen zu bekommen, ohne dafür eure Schlüssel zu nutzen. Ab jetzt kann bis zum Zwischenboss einmal zufällig der Schlüsselmeister auftauchen, der euch wieder 2 Segen anbietet, aus denen ihr wählen könnt. Fordert hier keine neue Ware an, denn als Free-to-Play-Spieler macht es mehr Sinn, seine Pilze für die Abenteuerlust zu benutzen. Wenn man Glück hat, bekommt man gute Segen wie One-Hit-Wonder, einen Dietrich oder den Weg der Besserung. Man kann aber auch über den 50% Heal und je nach Lebensenergie über das Schlüsselerlebnis nachdenken, um mehr Schlüssel zu sammeln. Der Fluchtassistent ist hier noch nicht so förderlich, weil ihr eben keine Schlüssel zurückbekommt, sondern nur welche verbraucht. Wenn sich die Segen nicht lohnen, dann könnt ihr gerne Nein Danke sagen und voranschreiten. Falls ihr so gut wie keine Leben mehr habt, dann solltet ihr alle Segen liegen lassen, die euch nicht heilen, weil das kann ganz schön in die Hose gehen, sobald man auf eine Falle oder auf eine Opfertür trifft. Besiegt ihr dann in Raum 50 den Zwischenboss, dann könnt ihr euren epischen Gegenstand mitnehmen und euren zweiten Klunker wählen. Hier mal ein kurzer Reminder für die Räume 50 bis 75. Ab jetzt können Monster den Fluch Vergiftung verursachen. Tja, und wie man jetzt durchkommt, das hängt sehr stark von euren Klunkern ab. Wenn man eine hohe Ausweichchance hat, dann weicht man aus, ansonsten versucht man sich mit der normalen Ausweichchance durchzuschlagen. Oder man öffnet ab und zu eine Tür, um einen Segen zu bekommen, der einen weiterbringt. Ich würde hier aber auch noch die meisten Schlüssel ansparen, damit man die wirklich für Raum 75 bis 100 hat. Besiegt ihr den dritten Zwischenboss, dann könnt ihr auch Klunker Nummer 3 wählen. In Raum 75 bis 100 können Monster den Fluch kaputte Rüstung verursachen, der euch ziemlich viel Schaden bringt. Und seid ihr dort angekommen, dann könnt ihr endlich die Türen öffnen, die ihr möchtet. Wichtig dabei ist zu wissen, dass ihr die Türen nur benutzt, um Monster zu umgehen. Bietet sich euch eine Alternative, dann ergreift ihr immer die. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, wie viele Räume ihr noch vor euch habt und wie viele Schlüssel ihr besitzt. Wichtig ist nur, dass man keine Schlüssel verschwendet und am Ende nicht massig Schlüssel übrig hat. Für den Schlüsselmeister gilt dasselbe wie in den 25 Räumen davor. Solltet ihr ein paar Räume vom Boss sterben, dann guckt, dass ihr 100 Lebensenergie regeneriert, einfach um auf den letzten Metern kein Risiko einzugehen. Passiert euch das direkt vom Boss, dann könnt ihr warten, bis ihr 60 Lebensenergie regeneriert habt und dann könnt ihr den Boss besiegen und endlich euren legendären Gegenstand mitnehmen. Habt ihr diesen abgeholt, dann könnt ihr den Legendary Dungeon erneut betreten. Wie schon am Anfang gesagt, ist der LD für jeden Spieler anders und es können unglaublich viele verschiedene Situationen eintreffen. Und genau deshalb will ich euch zu guter Letzt ein paar Tipps auf den Weg geben. Auf eurem Weg können euch gefräßige Schmatztruhen begegnen. Diese erkennt ihr an den nach oben ausgerichteten Dreiecken. Öffnet man sie, dann verwandeln sich diese in ein Monster und entscheidet ihr euch dafür, es zu besiegen, dann bekommt ihr einen epischen Gegenstand. Einmal pro LD-Run könnt ihr eine Prüfungspforte betreten. Diese kann euch im besten Fall sogar einen legendären Gegenstand geben. Um diesen zu bekommen, müsst ihr 5 Monster besiegen, ohne vorher den Notausgang zu nehmen. Trifft ihr auf diese Pforte und habt wenig Leben, könnt ihr euch von dem ersten Monster besiegen lassen, um nachdem ihr wieder 100% Lebensenergie regeneriert habt, erneut anzutreten. Hat man in den 25 Räumen den Schlüsselmeister hinter sich und steht kurz vor dem Aus, ist es sinnvoll, sich für Fluchtüren anstatt für Gefahr durch mögliche Monster zu entscheiden. Wenn man starke Segen hat, kann man sich gegen eine Segentür entscheiden, weil man sonst Gefahr läuft, eine abgespeckte Variante zu bekommen oder einen Segen zu verdrängen. Das liegt daran, weil man maximal 3 Segen und 3 Flüche tragen kann. Trifft man auf ein Skelett, sollte man dieses immer liegen lassen, außer man hat den Fluchtassistenten, Weg der Besserung oder One-Hit-Wonder. So Leute, das war's mit dem Free-to-Play Legendary Dungeon Tutorial. Falls euch solche Videos gefallen, lasst uns gerne mal ein Like da und drückt auf den Abo-Button, wir würden uns freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald in einem neuen Video. Macht's gut, ciao, ciao.